Ein 82 Kilogramm schwerer Cane Corso, den die ganze Nachbarschaft als Monster bezeichnete, hörte einfach nicht auf, jede einzelne Nacht in das Zimmer eines kleinen Mädchens einzubrechen. Was diese Eltern um 3 Uhr morgens entdeckten, wird komplett verändern, wie ihr die gefürchtetsten Hunde der Welt seht. Das ist Brutus. Und das ist die Nacht, in der er jede Annahme seiner Familie über Rettungshunde zerstörte, indem er genau das eine tat, was sie ihm verboten hatten. Vor 4 Monaten fand Markus Wagner diesen massiven schwarzen Cane Corso, angekettet an einen Zaun hinter einer verlassenen Lagerhalle in Berlin-Spandau. Kein Wasser, kein Futter. Die Rippen sichtbar durch vernarbte Haut. Ein Ohr zur Hälfte abgerissen. Die Kette hatte sich so tief in seinen Hals geschnitten, dass permanente Rillen zurückblieben. Markus' Frau Lisa sagte die Worte, bevor er überhaupt nach Hause kam. Ich weiß schon, was du denkst. Die Antwort ist nein. Wir haben eine 9 Monate alte Tochter, Markus. Dieser Hund ist eine Waffe. Aber Markus konnte diese Augen nicht vergessen. Hinter all dem Schaden, all diesen Narben, all der Wut, die die Welt in ihn hineingeprügelt hatte, war da noch etwas anderes. Etwas, das wie ein stilles Gebet aussah. Brutus kam an jenem Freitag nach Hause mit nicht verhandelbaren Regeln. Ihr bleibt unten, sagte Lisa und installierte nicht nur ein, sondern gleich 2 Babygitter. Sophias Kinderzimmer ist absolut tabu. Es ist mir egal, wie ruhig er wirkt. Diese Rasse wurde buchstäblich gezüchtet, um Löwen zu jagen. Eine falsche Bewegung und sie beendete den Satz nicht. Das musste sie auch nicht. Jede Mutter würde genauso reagieren, oder? Ein 82 Kilo Hund mit Kampfvergangenheit und ein Baby unter einem Dach? Das ist keine Vorsicht. Das ist gesunder Menschenverstand. Nur hatte Brutus bereits seine eigene Entscheidung über Sophia getroffen. Und nichts, keine Gitter, keine Regeln, keine Angst würde ihn aufhalten. Schon am allerersten Morgen zeigte sich das Muster. Lisa wachte auf und fand Brutus wie eine Statue vor dem ersten Babygitter sitzend. Er lief nicht auf und ab. Er winselte nicht. Er saß einfach nur da, seinen massiven Kopf in Richtung von Sophias geschlossener Tür im Obergeschoss geneigt und lauschte jedem Geräusch, das sie machte. Das ist komisch, sagte Lisa zu Markus beim Frühstück und beobachtete Brutus durch die Küchentür. Er sitzt da seit 3 Stunden. Er hat sich nicht ein einziges Mal bewegt. Kein einziges Mal. Aber hier ist, was Lisa von der Küche aus nicht sehen konnte. Jedes Mal, wenn Sophia ein Geräusch machte, ein Gurren, ein Weinen, sogar ein Gähnen, reagierte Brutus' gesamter Körper. Sein abgerissenes Ohr zuckte nach vorne, seine Augen schnappten in Richtung Treppe und seine massiven Pfoten schoben sich nach vorne, als würde jede Zelle in seinem Körper ihn anschreien, zu ihr zu gehen. Woche 3 brachte die echte Herausforderung. Sophia hatte sich erkältet. Ständiges Weinen. Endlose, schlaflose Nächte. Lisa und Markus wechselten sich ab um 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, liefen mit ihrer schreienden Tochter durch die Flure, während Brutus von seiner Ecke unten zusah, getrennt durch diese 2 Babygitter. An einem Mittwochabend um 2:47 Uhr brach Lisa auf der Couch zusammen. Sophia war endlich still in ihren Armen. »Ich kann das nicht mehr«, flüsterte sie. Tränen strömten über ihr erschöpftes Gesicht. »Ich bin so müde, dass ich nicht mehr klar denken kann.« Markus trug Sophia zurück in ihr Bettchen. In seiner zombieartigen Erschöpfung machte er einen kritischen Fehler. Er ließ Sophias Tür einen Spalt offen. Nur 1 Zentimeter. Gerade genug. Brutus' Kopf hob sich in der Sekunde, als Markus' Schritte verklangen. Seine dunklen Augen fixierten diese Treppe. 15 lange Minuten lang saß er wie erstarrt. Jeder Instinkt in seinem geretteten Körper schrie ihn an, da hochzugehen, nach dem Baby zu sehen, dessen Weinen er seit Wochen hörte. Aber er war durch Schmerz trainiert worden, Regeln zu folgen. Gute Hunde gehorchen. Gute Hunde brechen kein Vertrauen. Nur, was, wenn die Regeln falsch waren? Um 3:23 Uhr nachts traf Brutus seine Entscheidung. Er stand langsam auf. Seine 82 Kilo bewegten sich mit unmöglicher Stille für etwas so Massives. Er näherte sich dem ersten Babygitter. Ein kraftvoller Stoß. Es krachte zu Boden.
Das zweite Gitter dasselbe. Jeder Schritt diese Treppe hinauf fühlte sich an, als würde er verbotenes Territorium betreten. Aber etwas Tieferes als Regeln zog ihn nach vorne. Etwas Uraltes. Etwas, das Schutz verstand, bevor Menschen es jemals in Worte fassten. Er stieß Sophias Tür mit seiner vernarbten Nase auf. Der Raum war dunkel, bis auf das sanfte Schmetterlingsnachtlicht. Sophia schlief friedlich. Ihre kleine Brust hob und senkte sich, ihre kleine Faust gekrümmt nahe ihrem Gesicht. Brutus näherte sich dem Bettchen langsam. Sein enormer Kopf senkte sich auf ihre Höhe. Und dann tat er etwas, das Lisa zu Tode erschreckt hätte, wenn sie es gesehen hätte. Er legte sich direkt neben das Bettchen. Sein massiver Körper bildete eine Mauer zwischen Sophia und der Welt. Nicht berührend, nicht störend, einfach nur daseiend. Der Beschützer, den niemand verlangt hatte. Der Wächter, den alle fürchteten. Das wurde sein geheimes Ritual. Jede einzelne Nacht, nachdem das Haus still wurde, würde Brutus diese Gitter bewegen, diese Treppe hinaufsteigen und seine Position einnehmen. Ein 82 Kilogramm schwerer Schatten, der über Unschuld wachte. Also Leute, wenn ihr immer noch zuschaut, aber noch nicht auf den Abonnieren-Button geklickt habt, muss ich ehrlich sagen, das macht mich ein bisschen traurig. Denn das Ende dieser Geschichte ist etwas, das jeder sehen muss. Und ich will sicherstellen, dass ihr solche Storys nicht verpasst. Auch los, klickt schnell auf Abonnieren. Glaubt mir, was als nächstes passiert, wird euch beweisen, warum ihr die richtige Entscheidung getroffen habt. 4 Wochen lang behielt Brutus sein Geheimnis. 4 Wochen stiller Schutz, von dem niemand wusste. Bis zu der Nacht, als sein Ungehorsam das Einzige wurde, das zwischen Sophia und etwas Unaussprechlichem stand. Es war 3:38 Uhr morgens an einem Dienstag, als Brutus etwas hörte, das jeden Muskel in seinem vernarbten Körper zu Stein werden ließ. Das sanfte Kratzen an Sophias Fenster. Das Fenster, das Markus offen gelassen hatte, nachdem er an diesem Nachmittag frische Luft hereingelassen hatte. Jemand öffnete es von außen. Brutus' Lefzen zogen sich langsam zurück und enthüllten Zähne, die Knochen zermalmen konnten. Aber er bellte nicht. Noch nicht. Bellen würde den Eindringling alarmieren und Sophia in unmittelbare Gefahr bringen. Stattdessen machte dieser brillante Hund einen kalkulierten Zug.